Was hast du für ein Budget? Das Budget für das Boot sind 35.000. Genau, das ist erstmal so der... Okay. Inklusive allem? Also inklusive Blauwasserausrüstung? Ja. Also so ein Weltumsegelungsboot, das braucht ja eine gewisse Größe und es braucht eine gewisse Ausstattung, um darauf leben zu können. Und sicher sein muss es auch noch. Gut segeln wäre auch nicht schlecht. Gut segeln muss natürlich auch, ganz klar. Da hat uns die liebe Annika eine ziemliche Aufgabe gestellt, denn sie ist mit einem Budget von 35.000 Euro auf uns zugekommen. Für ein Weltumsegelungsboot. Warum willst du das Ganze eigentlich machen? Der Traum war eigentlich immer von meinem Vater damals, dass er eben auch diese Langfahrt angehen wollte. Mein Vater ist jetzt leider nicht mehr. Der Segelsport war immer unser Sport, den wir gemeinsam gemacht haben, mit dem ich groß geworden bin und wo ich mich ihm am nächsten fühle. Und seitdem ich 14 bin und das Buch von Laura Decker gelesen habe und dachte mit 14, ich war da genauso alt wie sie, dachte so, geil, die ist so mutig, das kann ich auch, warum nicht? Warum sollten Frauen oder Mädchen diesen Traum nicht auch nachgehen und warum sollten wir das nicht schaffen? Von daher, ja. Also im Normalfall sagen wir ja, dass es realistisch wird, wenn man ein Budget von 50.000 bis 60.000 Euro einplant für ein Schiff, für eine Langfahrt oder Weltumsegelung. Das ist schon so eigentlich die Mindestgröße. Ne? Genau. Findet man ein günstigeres, muss man häufig ein bisschen was reinstecken und dann ist man auch wieder bei den 50.000 bis 60.000 Euro. Geht natürlich auch mit weniger, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man sich entsprechend einschränken muss. Und da muss jeder für sich selber entscheiden können, inwiefern man sich einschränken kann. Ne? Und welche Kompromisse man eingehen möchte. Klar, es darf jetzt natürlich kein Kanu sein. Ne? Ja, Aber mit weniger Budget gibt es natürlich auch weniger Auswahl auf dem Markt. aber da ist die Annika schon sehr realistisch eingestellt. Also ein Boot für 35.000 Euro, da wirst du definitiv was machen müssen. Also wahrscheinlich sind es dann nicht nur optische Sachen, sondern auch so ein paar Sachen, also Blauwasserausrüstung sowieso. Blauwasserausrüstung ist ja auch alles relativ. Es gibt Leute, die kommen mit Wasserflaschen über den Atlantik und manche brauchen halt, weiß ich nicht, einen Generator, eine riesen Tiefkühltruhe und so weiter. Aber was den Komfortbedarf betrifft, ist ja wahrscheinlich klar, wirst du ein bisschen runterschrauben müssen. Das ist ganz klar. Ja, okay. Was hast du dir für eine Größe von Schiff vorgestellt? Ich bin da gar nicht so festgelegt. Es wäre schön ab 30 Fuß. So. Also ich denke kleiner, es macht einfach keinen Sinn. Was schön wäre, wären 2 Kabinen. Ganz zu Beginn eines neuen Projektes gehen wir natürlich erstmal sämtliche konstruktive Eigenschaften eines Segelbootes durch und schauen, was passt zum Kunden, was passt zum Vorhaben und dann gehen wir mit diesen Kriterien auf die Suche. Bei, ich sag mal, schlankeren Budgets muss man das Pferd allerdings ein bisschen von hinten aufzäumen. Nämlich von allen Booten, die günstiger als 35.000 Euro sind, brauchen wir genau das eine, welches von Größe, Aufteilung, Ausstattung und Zustand am besten passt. Das wiederum heißt, das einzige wirkliche Kriterium für die Suche ist erstmal Knete. Und erst dann, also im zweiten Schritt quasi, schaut man, ob die verfügbaren Boote überhaupt tauglich für eine Weltumsegelung sind. Tja, und da haben wir natürlich auch einige gefunden. In Deutschland gab es zum Beispiel einige Optionen, unter anderem ein voll ausgerüsteter Stahldampfer, eine Koopmans 33, die sogar schon um die Welt gesegelt ist. Allerdings hat Annika das Thema Stahl und Rost, ist vielleicht so ein kleiner Vorurteil, abgeschreckt und die vielleicht nicht ganz so guten Segeleigenschaften, weil es doch recht schwer ist auf die Länge. Das heißt, ich bin erstmal nach Holland gefahren, weil es da einfach die größte Auswahl gab. Ich habe mir da 4, 5 nette Optionen rausgesucht, Termine gemacht mit den Maklern. Alles super, war eigentlich echt überrascht, wie gut das lief in dem unteren Preissegment. Aber der Haken, der hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen, denn es war Sommer 2020. Gerade dann, als Holland wieder die Grenzen geöffnet hat und die Reiserestriktionen vorbei waren und gefühlt jeder ein Boot haben wollte. Tja, und dann saß ich bei den Maklern und wir sind die Boote nochmal durchgegangen und die Makler haben mir dann vor Ort gebeichtet, muss ich ja schon fast sagen. Die Boote sind
gestern, vorgestern verkauft worden. Und das eine Boot, das übrig geblieben ist, das war eine Catalina 34 MK2, ein amerikanischer Hersteller, Baujahr 1988. Die habe ich mir direkt angeschaut, weil Käufer, wie gesagt, schon Schlange standen. 35.000 €. Vorteil hierbei ganz klar, auf der Länge hat sie unheimlich viel Volumen, typisch für Catalinas. Durch 3,60 Meter Breite. Sie hat 2 Kabinen, die hintere Kabine ist speziell, denn da liegt man quer drin. Sie hat sogar einen recht neuen Motor. Aber, und das ist ein kleiner Nachteil, sie hat einen sehr flachen Kiel, das ist nicht ganz so gut für die Segeleigenschaften. Sie hat ein kleines Feuchtigkeitsproblemchen, also immer Wasser in der Bilge, das haben Catalinas häufiger. Und sie hat genau 0 Ausstattung, um darauf zu leben. Und das ist finanziell natürlich ein Thema beim Kaufpreis von 35.000 €. Alles in allem also eigentlich gar keine schlechte Option. Sie hat dann allerdings nicht ganz ins Budget gepasst und überzeugt auch nicht wirklich, weil noch einiges hätte getan werden müssen. Deswegen weiter geht's. Als nächstes haben wir eine Contest 33 angeschaut, für ihr hohes Alter sogar sehr gut erhalten. Sie ist nämlich gute 45 Jahre alt, erschien trotzdem topfit, super günstig mit sage und schreibe 20.000 €. Hätte also auch mit Ausrüstung ins Budget gepasst und Contests sind ja auch bekannt für solide und sicher gebaute Schiffe. Sieht eigentlich nach einem Treffer aus. Allerdings, sie hat natürlich einen sehr klassischen Schnitt, damit ein schmales Heck und damit leider nur eine kleine runde Koje hinten. Also keine 2 vollwertige Kabinen und damit ist sie für Annika durchgefallen. Wir haben uns dann nochmal mit Annika zusammengesetzt, denn in der Situation, wo der Bootsmarkt sich im Sommer 2020 befunden hat, da ist das nicht ganz so einfach mit den 2 Kabinen und der Blauwasserausstattung. Aber wir haben ja da noch die Koopmans 33 aus Stahl auf dem Schirm. Die hat eine Kabine mit einer Hundekoje hinten, ist aber breiter geschnitten und das Coole bei dem Schiff ist, es ist vollständig ausgestattet für eine Weltumsegelung. Weil das Schiff sogar schon mal um die Welt gesegelt ist. Kostenpunkt für das Boot sind 29.500 €. Das hat sich Annika auch direkt angeschaut und ihr Go gegeben. Wir haben dann also alles klar gemacht, den Preis verhandelt und dann ab nach Kiel zum Gutachten. auf jeden Fall haben wir uns das perfekte Wetter dafür ausgesucht. Wir überführen das nachher auch nach Laboe hoch. Wird ein bisschen ungemütlich. Aber gut, müssen wir durch. Ja. Annika ist mittlerweile auch nicht mehr nur Annika, denn jetzt ist auch Timo mit von der Partie und die beiden wollen gemeinsam das Abenteuer angehen. Zum Anfang ein paar Fakten. Auf 10,20 Meter ist die Tor 3,34 Meter breit und bringt stolze 12 Tonnen Kampfgewicht auf die Waage. Damit gewinnst du wahrscheinlich jeden Zweikampf. Von Solarpanelen über Windgenerator bis hin zur Selbststeueranlage ist alles schon drauf, was genau das Boot für Annika ja auch so attraktiv macht. Und on top konnten wir nochmal 5.000 € rausholen. Damit liegt der Preis jetzt bei 25.000 € glatt. Allerdings ganz nach dem Motto take it or leave it, also mehr geht da nicht, egal was wir beim Gutachten noch finden. Also hoffen wir mal, dass alles fit sein wird. Man muss ja immer ein bisschen den Preis mit dem Boot vergleichen, mit dem Zustand des Bootes quasi. Und Stahlschiff macht etliches mit, ist schon mal um die Welt gesegelt, also hat es auch schon mitgemacht. Und ja, ist erstmal auf den ersten Blick okay. Sieht aus wie ein Weltumseglerschiff. Warum grinst du da so? Ja. Muss noch ein bisschen aufgeräumt werden und so, ne? Also ich glaube, was Hendrik sagen will, ist, es ist bewohnt. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Klar, es gibt optisch einiges aufzuhübschen, aber davor scheuen sich die beiden gar nicht, denn sie scheinen sich beide sehr wohl zu fühlen an Bord. Du freust dich über eine Pinne? Ja. Warum? Ich mag es. Weiß ich nicht, wenn mit Kinder aufgewachsen. Die Heidelberg hatte eine Penne. Ja. Ist irgendwie wie zu Hause. So ungefähr. Na okay, wenn das Nach das Hause Wichtigste kommen. für dich ist, dann... Nee, nicht das Wichtigste, aber es ist irgendwie direkt so ein vertrautes Gefühl. Ja. Schon ein bisschen verguckt da drin. So. Echt, Weil ja? es halt, ja, es hat echt so die ganzen Sachen halt auch sind, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, vereint alles ziemlich gut. Zum Kranen musste das Schiff hoch nach Laboe und das ist schon eine kleine Strecke, deswegen haben wir auch direkt abgelegt. Also erstmal ein Blick unter die Haube. Von dem Motor kann man erwarten, dass er eine ganze Weile hält. Also der hört sich gut an. Da wurde auch alles gemacht, alle Wartungen gemacht, Ventilspiele eingestellt. Das ist ein Vierzylinder sogar mit 33 PS.
Und der hat für die Anzahl Zylinder hat er relativ wenig Leistung. Das ist eigentlich ganz gut, weil er einfach potenziell damit eine längere Haltbarkeit hat als moderne Motoren. Von daher scheint da alles in Ordnung zu sein. Hey, du bist auf jeden Fall echt gut ausgerüstet auf schlechtes Wetter. Herbstregatten, sag ich nur. Furchtbarer. So eine Idee kommt. Aber hey, da wo du hin willst, da brauchst du das alles nicht mehr. Gott sei Dank. Ja, die hat nicht mehr so richtig viel Profil, das sieht man auch. Der UV-Schutz, der ist recht fertig, schon ein paar Mal genäht worden auch. Da oben ist auch ein paar Mal genäht worden. Wenn man sich das Achterlieg anschaut, dann sieht man, dass es halt einfach nicht mehr in Form ist. Also die Empfehlung wäre hier jetzt die Genua zu erneuern. Die ist durch. Ich sagte, Annika steht da an der Pinne, als hätte sie schon immer da gestanden. Ja. An den Ankerkasten kommt man nur von der Bugkabine aus ran nach vorne. Da ist quasi auch nur so ein Plastikfass drin, wo der Anker reingeht. Von oben kann man den nicht aufmachen. Entwässert auch in die Bilge und nicht nach draußen. Ja, ist halt so. Ist nicht optimal, weil selbst entwässernde Ankerkästen sind natürlich schöner, als wenn es in die Bilge reinläuft. Aber gut. Lass mich raus! Lass mich raus! Ach komm. Kommen wir nicht raus. Ist ein bisschen doof gemacht, weil hier fehlt was. da fehlt was, da geht ein Öffner. Also wenn man es zuzieht, dann klemmt es hier und man kommt von innen nicht mehr raus. Das muss man ändern. Ist ein bisschen gefährlich mit den Handläufen, weil wenn du dich hier festhalten willst, so plötzlich, und du, bei dem geht's hier, das dreht sich nicht so, aber hier so, dann flutscht du weg. Das müssen wir befestigen. Ich wäre dafür, dass wir jetzt im Winter immer im Süden Boote suchen. Auf jeden Fall. Und hier haben wir schon mal den ersten Vorteil eines Stahlschiffes. Hier am Rumpf, an der Unterseite, sind zwei Beulen. Die haben sie sich im englischen Kanal reingefahren, als sie mit ca. 5 Knoten auf den Felsen gerumst sind. Und das muss so einen Schlag getan haben, da hätte es bei jedem GFK-Schiff einen riesengroßen Schaden gegeben, wenn nicht sogar der Kiel abgerissen wäre. Und hier hat es einfach nur 2 Beulen oder eine Beule gegeben. Der Kiel ist mit Beton ausgefüllt, den hat es auch nochmal zusammengedrückt. Und das hatten wir ja letztens schon mal in einem Video zum Thema Grundberührung bei der Jeannot. Da gab es ja einen größeren Schaden, also einen richtig großen Schaden. Und hier gibt es einfach nur eine Delle im Kiel, wurde eine Platte draufgeschweißt und das war's. Das ist also ein großer Vorteil. Und jetzt, wie das bei Kompromissen so ist, kommt der Nachteil. Hier haben wir eine Stelle, da ist Rost drunter quasi. Das war eine Blase hier, ne? An der Stelle. Und da hat er 4,1 mm Blechstärke. Das ist also völlig okay, was die Blechstärke betrifft. Was die Blase betrifft, nicht. Aber hast du jetzt so viele Blasen noch entdeckt? Nee, so viele nicht. Das größte Problem bei Stahlschiffen oder oftmals hast du halt von innen Rost. Da muss man dann mal gucken. So, beim GFK-Schiff hat man das Thema von Osmose, Beschädigung im Gelcode etc. Und hier hat man eben den Rost am Unterwasserschiff. Man weiß bei einem Stahlschiff immer nie so richtig, was man bekommt. Man kann nur anhand der Oberfläche erkennen,
ob es da irgendwelche Beschädigungen gibt. Und man kann natürlich die Stahldickenmessung machen, das macht man auch. Allerdings versucht man das natürlich in Grenzen zu halten, weil man dann eben schon das Unterwasserschiff, das Antifouling abkratzen muss, also bis aufs Metall durchgeht, damit man wirklich genau messen kann. Und man kann es eben auch nicht überall machen. Also man sucht sich dann die Stellen, die so aussehen, als könnte da was sein und misst da eben nach, damit die Beschädigungen des Antifoulings oder des Anstriches eben nicht vorhanden sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du nimmst es raus, lässt es komplett Sand strahlen, baust es komplett neu auf mit Epoxy, dann hast du das Thema nicht. Oder du bist halt immer am Nachbessern. So ein paar Sachen sind schon noch zu machen. Du wirst wahrscheinlich das Vorsegel auch neu machen müssen. Da kommst du nicht mehr, also du kannst es zum Vorwindsegeln benutzen, aber damit kommst du nicht mehr hart an den dran. Kannst vergessen. Das ist so ausgelutscht. Wichtig wäre allerdings bei dem Ganzen, was man da so macht, doch ein Schiff zu haben, was hoch am Wind segeln kann. Ich finde, da ist nichts schlimmer als so ein Kahn, den du maximal auf 45 Grad peitschen kannst und mehr geht da nicht. Also das sind solche Sachen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das kann einem das Segeln natürlich auch mächtig vermiesen. Wenn du dann nicht mehr dahin kommst, wo du hinkommen willst, sondern erstmal 2 Wochen warten musst, bis der Wind ein bisschen gedreht hat, das ist dann schon doof. Während die beiden dabei zuschauen, wie das Boot wieder zurück ins Wasser kommt, denn wir wollen ja noch nach Kiel zurück, habe ich mich mal zurückgezogen, um zu telefonieren, weil fürs Thema Unterwasserschiff haben wir noch eine kleine Überraschung für Annika. Dazu kommen wir dann am Ende noch. Na, was sagt der Backskistenprofi dazu? Das ist eine Backskiste. Okay. Das Schiff hat eine Pinnensteuerung, was eigentlich sehr cool ist, weil Pinne ist das Einfachste. Der Ruderkoker quasi, der geht von ganz unten bis ganz oben durch. Da kann es keine Undichtigkeiten geben und es kann kein Wasser durchkommen. Das ist ein ganz einfaches System, hast nirgendwo Seilzüge oder irgendwas drin. Keinen Ruderquadranten, der irgendwo drin steht. Sehr leichtgängig auf alle Fälle. Und das einzige Thema ist der Autopilot. Der muss halt direkt auf die Pinne gehen. Dann nimmt man am besten einen guten Pinnenpiloten, die gibt es auch hydraulisch. Oder aber eben den Windpilot. Das geht dann am besten. Wie gefällt euch denn Boden? Gut. Ja? Ja, also es ist klar, es ist noch was dran zu machen. So, aber so an sich macht es einen soliden Eindruck, finde ich. Klar, ich meine, bei 25.000 € kannst du nicht von ausgehen, dass alles super schick ist. Von daher ja, da ist noch ein bisschen was dran zu machen. Aber ist jetzt nichts, was irgendwie großartig ist. Ja. Also das ist auf alle Fälle wert. Ob ihr euch jetzt mit ihm über Kleinigkeiten streiten solltet, weiß ich nicht. Also wie die Ankerwinch zum Beispiel, die nur in eine Richtung geht, wird irgendein Kontaktproblem sein. Muss man einfach einen Fehler finden. Ansonsten gibt es nichts, was irgendwie kaputt ist oder so. Ja. Das sind ein paar Sachen, die sind pflegebedürftig bzw. sollten auch umgebaut werden. Aber das kann man ihm jetzt nicht anlassen. Ja. Nur wenige Minuten später. Super, gut. Okay. Ja? Seid ihr alle zufrieden? Ja. Ja. Okay. Können wir jetzt segeln gehen? Du siehst happy aus zumindest. Ja, bin ich auch. Ist jetzt wieder ein großer Schritt näher am großen Traum. Ja. Mit einem gewaltigen Schritt sozusagen. Gewaltiger Schritt, ja. Das Boot ist da. Ja, genau. Mit einem gewaltigen Gewicht. Gewaltig weiter. Es ist alles gewaltig, ja. Und du? Ich bin froh, dass das Schiff so gut aussieht, dass keine großen Sachen sind nur Kleinigkeiten. Was sehr, sehr, sehr hilfreich ist. Und schon gut ausgerüstet, das ist auch hilfreich. Hoffen, dass sie noch viele Jahre fährt. Eine Überraschung haben wir noch. Wenn du das Unterwasserschiff neu aufbaust mit Epoxy und mit mehreren Lagen Antifouling. Das Antifouling kostet dich dann auch 400-500 € so, ne? Ich habe eben mit dem Michael Fleiß telefoniert, dem Händler von Coppercoat. Der würde dir 50% des Preises sponsern. Wow. Das heißt, dann wärst du quasi bei denselben Kosten wie mit Antifouling, Ja, nur dass du dein Coppercoat drauf hast. krass. Auf jeden Fall. Super happy über das Angebot. Krass. Ja, gern.
So, Gutachten beendet. Das lief doch super eigentlich. Ja, war ein totaler Erfolg, oder? Also war eine echte Herausforderung, aber hat geklappt. Und ihr seht, man kann auch mit recht kleinem Budget, also relativ kleinem Budget, auf so eine Reise gehen. Aktuell sind sie noch nicht auf ihrer Reise, die beiden, sondern sie bereiten noch das Boot vor. Und das halten sie auf ihrem Instagram-Kanal fest. Der wird jetzt hier irgendwo eingeblendet sein. Dann könnt ihr einfach mal vorbeigucken. So, das war's für dieses Mal und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe es auch. Und wir sagen mal Tschüss. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Adios.